Guten Morgen, wir haben jetzt 6:30. Ich sehe wahrscheinlich echt fertig aus. Ich fühle mich zumindest so. Weil es hat die ganze Nacht nur gestürmt. Es war richtig, richtig krass. Und irgendwie ist das Zelt halb weggeflogen. Weil wir drin waren, ist es natürlich nie weggeflogen. Aber das Zelt lag dann immer auf uns. Das hat sich dann immer so verbogen. So. So dass wir immer so hier auf dem Zelt lagen. Das war nicht so angenehm, Flori, ne? Aber jetzt scheint es ein bisschen besser zu sein. Jetzt ist es still draußen. Oh. Ich bin ganz müde noch. Wie ihr sehen könnt, bin jetzt einfach nur aus dem Zelt ausgestiegen. Ist das Zelt schon in sich zusammengekracht, weil nämlich hier der Hering heute Nacht rausgeflogen ist, weil es so windig war. Aber schaut euch mal diesen wunderschönen Morgen an. Wow. Loch Lomond ist der Fläche nach der größte See der gesamten Insel Großbritannien. Er erstreckt sich über eine Länge von 39 Kilometern und ist bis zu 8 Kilometer breit und 190 Meter tief. Es ist richtig windig heute. Krass, wie schnell sich das alles wieder zugezogen hat. Entlang des Westufers des Sees führt ein 28 Kilometer langer Radweg. Wirklich autofreie Radwege sind in Schottland kaum vorhanden und so sollte dies einer der wenigen wirklichen Radwege auf der Reise bleiben. Alles schon wieder zugezogen. Wir machen heute eine der schönsten Routen von Schottlands. Die soll auch voll mit Campern sein. Das ist die Parallele zu West Highland Highway, den man noch laufen kann. Und ich bin den schon mal gelaufen, der war mega schön. Ich hoffe aber, dass es trocken bleibt, weil es sind ganz schön viele Berge, die wir da hoch und runter müssen. Und das will ich jetzt nicht unbedingt im Regen machen. Das sieht ziemlich klein aus. Ich hoffe, das wird da durchpassen. Oh ja, zu sehen. Alle immer diese Dinger abschließen. Oh, oh, oh. Na gut, sorry. Musst du mal raus. Nicht, dass das Rad umkippt. Okay. Echt ein bisschen Angst vor heute, weil es sind einige Berge, die heute kommen sollen. Teilweise mit 19% Steigung. Es ist so viel Verkehr hier. Ich hoffe, dass die Straßen ein bisschen breiter sind, dass die Leute mich alle passieren können, weil 19% muss ich definitiv schieben. Wir fahren jetzt schon den ersten Berg hoch von 4. Ich habe Suri gerade ein bisschen rausgelassen, aber die ist super platt. Also das ist ganz schwierig für sie zu laufen. Und es scheint auch so, sie humpelt ein bisschen. Und gestern ist ihr ein Radfahrer über den Fuß gefahren. Der meinte einfach nur, oh, und ist weitergefahren. Fand ich ein bisschen, naja. Ich hoffe, dass ich den Berg auch mit Suri drin schaffe. Vielleicht muss sie dann doch noch mal raus, wenn es zu steil wird. Kumbo schlägt mir jetzt diese Seitenroute vor. Ich hoffe, dass ich da irgendwo auf der anderen Seite wieder rauskomme. Da unten sieht man den West Highland Highway, den Wanderweg. Ja, danke, Komoot. Und gleich wieder zurück. Auf der Straße, wenn ihr jetzt seht, dass man vom Auto überhaupt nichts sieht. Und wenn man den West Highland Way wandert, sieht man eigentlich, wie gigantisch die Natur dahinter ist. Also es lohnt sich schon, den Fußweg zu gehen. Aber das Wetter in Schottland ist krass. Es hat richtig angefangen zu schütten und trotzdem scheint irgendwie die Sonne. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich auch noch meine Regenhose anziehen soll, weil es wird ja immer voll schwitzig in der. Und ob das jetzt gleich aufhört. Seht ihr das? Wir haben die Sonne und es schüttet. Wie krass ist das denn? Wow! Ich habe mich
jetzt entschieden, die Regenjacke angezogen und die Regenhose ausgelassen, weil meine Hose schon komplett nass ist und vielleicht wird sie auch wieder trocken von der Sonne. Weil das war krass, es war jetzt 2 Minuten Superschauer. Der Regen hat uns wieder! Wir werden jetzt hier mal ein paar Minuten abwarten und hoffen, dass der Regen dann durch ist. Jetzt muss ich mir dann noch eine Regenhose anziehen. Aber meine Hose ist schon klitschenass. Oh, krass, krasser Tag. Wir stehen jetzt hier 5 Minuten und ich glaube, dass das Gröbste tatsächlich schon wieder durch ist und wir weiterfahren können. Meine Hose vielleicht auch wieder trocknet, weil die war erst gerade trocken. Hunde sind hier auch nicht erlaubt. Das ist in Schottland irgendwie ganz anders wie in England. Muss man echt in Schottland Glück haben, dass Hunde erlaubt sind. Ich kann jetzt hier im Eingang sitzen. Und es regnet. Und ich habe jetzt ein Sandwich bestellt, weil ich habe noch nicht gefrühstückt. Hier ist es zumindest trocken und Zuri hat einen Platz gefunden. Und ja, ist zwar nicht so warm wie innen drinne, aber besser als draußen zu sein. Ja, es regnet schon wieder oder immer noch oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich jetzt Zuri komplett regensicher gemacht. Ich habe mir jetzt eine Regenhose angezogen, weil das macht ja auch keinen Sinn mehr. Mein Zuri mag es halt echt lieber offen, aber das ist auch einfach echt nass für sie jetzt mittlerweile schon. Und sie kann auch irgendwie nicht so richtig laufen, also sie humpelt. Könnte echt sein, dass der Typ, der da gestern auf ihren Fuß gefahren ist, dass er das jetzt wehtut. Echt ein bisschen blöd. Ich hoffe, dass das bald drogen geht, dass es ihr morgen wieder besser geht. Seht ihr, wie schön das wird, sobald man die Straße verlassen hat? Das sind jetzt 2 Kilometer Fahrradweg und es ist einfach super schön im Vergleich zur Straße, was man mit dem Auto sieht. Haben wir ein ganz neugieriges Pferd. Und Regen, der 17. Das sind hier steile Berge. Oh, schön. Rechts ist der West Highland Highway, wo man den roten Menschen sieht. Oh, mega schön. Man ist so viel schneller mit dem Fahrrad, das ist krass. Ich kann das in 1,5 Tagen fahren, bevor ich 10 Tage gebraucht habe zum Gehen. So ein wunderschönes Tal, es ist einfach so verregnet. Das ist echt schade. Ja, das macht wirklich keinen Spaß, die schöne Landschaft hier alles so verwaschen zu sehen. Da werde ich mal gucken, ob ich mir jetzt irgendwo einen Schlafplatz suche. Wir haben zwar erst 6 Uhr, aber vielleicht ist es morgen ein bisschen trockener. Ah, hier werde ich jetzt irgendwo schlafen. Hier kann ich mich auch noch dran erinnern. Oh, das war auch alles zugeregnet, voll mit Shit. Könnten wir doch hier das Zelt aufbauen. Schauen wir uns mal kurz um. Schauen wir mal, wo wir hier ein Plätzchen finden können. Das sieht ja wirklich schön aus. So, wir haben jetzt einen Schlafplatz gefunden. Wir schlafen jetzt hier. Weil das sieht relativ trocken aus. Und hier haben wir auf jeden Fall auch schon Schläuche geschlafen. Hier können wir das Zelt hinmachen. Und dann reicht es heute. Das ist einfach so nass. Hier nochmal kurz mein Regenkostüm. Ihr seht, dass ich das versuche so drüber zu ziehen, dass ich trotzdem noch filmen kann. Aber das ist nicht so einfach. Es ist einfach alles nass. Bin jetzt tatsächlich froh über die Gore-Tex-Schuhe und über die wasserdichten Handschuhe, wobei die schon mal ausringen kann. Seht ihr das?
krass. Aber mal Zelt auf. In West Highland Bay hier habe ich herausgefunden, warum es so wichtig ist, ein Zelt zu haben, was kein Innen- und Außenzelt hat und wo man das Innenzelt zuerst aufbaut, weil es nämlich immer, wenn es regnet, was in Schottland ja fast immer der Fall zu sein scheint, nämlich das Innenzelt dann nass wird. Und hier ist das Innenzelt mit dem Außenzelt verknüpft. Das heißt, man kann es aufbauen, ohne dass es innen drin nass wird. Und das ist ja echt Gold wert. Das Praktische an diesem Zelt ist auch, dass das mit 2 Heringen aufgebaut ist. Hier gibt es auch gerade echt viele Midges. Es regnet immer noch, deshalb koche ich jetzt in der Absisse. Habe hier jetzt auch alle meine Sachen zum Trocknen gehängt. Suri hat hier auch schon gegessen. Das ist alles auch schon ein bisschen voll. Es hört einfach nicht auf. Also ich hoffe, dass es zumindest morgen früh aufhört, dass ich dann zusammenpacken kann. Wir haben jetzt 8 Uhr morgens und ich sehe ganz schön verzaust aus wegen dem Regen gestern. Und die ganzen Regensachen sind auch immer noch nass. Aber der Regen hat aufgehört. Ich glaube, es hat jetzt 15 Stunden lang durchgeregnet. Und jetzt gucken wir uns draußen mal an, wie das Wetter so aussieht. Also es hört sich auf jeden Fall trocken an, dass wir weiterfahren können. Weil Suri hat auch ganz schön viel Platz eingenommen, meiner Matte. Ich war jetzt nur ganz kurz draußen, weil es kurz aufgehört hat zu regnen. Und jetzt bin ich hier wieder reingekommen, weil draußen wimmelt es nur so von Midges. Ich habe selbst mein Mückennetz aufgezogen und es ist einfach der Horror. Und das Krasse ist, jetzt nur beim Raus- und Reinkommen habe ich so viele Midges mit reingeholt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, hier auf dem Boden und hier am Netz. Also das sind, ich habe keine Ahnung, Hunderte. Es wird übel hier und richtig cool. Ich will ein bisschen sauber machen. Meine Regenjacke war gestern nicht so wirklich dicht. Ich weiß nicht, ob der Regen einfach zu heftig war. Auf jeden Fall ist es auch dann drunter durchgesippt. Ich habe dann VD geschrieben, weil die Jacke ja neu ist. Gesagt, dass ich gerade auf Radreise bin und dass meine Jacke undicht ist und wie das passieren kann. Und dann meinten die, ja, dass die das theoretisch auch nicht wissen. Aber dass sie mir jetzt per Express eine neue Regenjacke hinschicken. Jetzt habe ich mir ein Post Office rausgesucht auf der Isle of Skye. Da sollte ich jetzt die nächsten Tage ankommen. Und dann habe ich hoffentlich eine Regenjacke, die dicht ist. Also es ist ein krasser Service. Vor allem, ich habe gestern Abend um 9 geschrieben, die haben mir um 10 schon geantwortet gehabt. Und heute Morgen dann nochmal geantwortet, dass wenn ich denen zeigen kann, dass ich auf Radreise bin, durch ein Foto, dass die mir halt sofort eine Regenjacke schicken. Und genau. Und das machen sie jetzt heute noch. Also ich bin echt positiv überrascht. Also es ist krass. Also hätte ich nicht erwartet. Überhaupt nicht. So, und jetzt gehen wir raus in die Midges-Hölle. Damit ihr mal einen authentischen Eindruck gewinnt, wie ich hier mein Zelt zusammenpacken muss. Also es regnet immer wieder. Gerade ist es eine Phase, wo es nicht ganz so viel regnet. Aber die Midges sind richtig übel. Das heißt, ich habe hier mein Mückennetz über meinem Kopf gezogen. Ich sehe nicht so richtig viel. Suri wird auch die ganze Zeit von Midges belagert. Wir haben jetzt alles schon relativ regensicher wieder gemacht. Ich glaube, ihr seht auf der Kamera mehr, als ich gerade sehe. Und das Einzige, was jetzt noch abgebaut werden muss, ist das Zelt. Und dann geht's los. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, wenn man das gegen den Himmel hält, aber es ist einfach alles voller Midges. Bereit? Und dann geht's tschüss bei der Midges-Party. Los, Suri! Ein Blick auf die Berge. Schauen wir mal, wo das nächste Restaurant ist, dass wir uns mal ein bisschen trocknen können. Den Berg müssen wir jetzt wohl hoch. Heute sind es 3 Berge, die wir hoch müssen. Genießen wir mal kurz die Aussicht, bevor es weiter den Berg hochgeht. Ich hoffe, dass ihr das erkennen könnt, trotz Regen. Es hat sich so richtig schön eingeregnet. Ich glaube, dass wir bald ein Restaurant finden. Es ist schon kalt und nass. Wir haben jetzt Regen-Equip mit 2.0 angeordert. Ich habe mir jetzt noch meine Überziehschuhe über meine Goropex-Schuhe angezogen, weil das einfach von oben reingeregnet hat. Und es ist so krass, es ist einfach alles richtig nass. Seht ihr das?
Das sind regendichte Handschuhe und es schwimmt innen drin alles im Wasser. Und dann war auch noch richtig krass eben. Leider ist die Kamera, die Batterie alle gegangen, sind nicht so klein gezeigt. Aber auf dieser Straße, die ist relativ eng und es war komplett alles voll mit Autos auf der Gegenspur. Und hinter mir war eine lange Schlange und hat mich ein SUV auf meiner eigenen Spur überholt. Ich habe wirklich fast mit meinem Ärmel das Auto berührt. Das war so krass. Ich musste stehen bleiben, damit die vorbei konnte. Das habe ich noch nie erlebt. So schöne Natur. Irgendwie sieht man davon kaum was. Schade. Hier soll ein Mountain Café sein vom Skicenter. Hoffen wir mal, dass die Hunde erlauben. Dann kann ich mich hier ein bisschen trocknen. Oh, das wäre echt gut. Scheiße, auch keine Hunde. Ach, das ist doch Mist hier. Das ist richtig scheiße in Schottland mit den Hunden. Das ist das hundeunfreundlichste Restaurantland bisher. Bosnien vielleicht noch. Also die sagen, in einer Meile da unten nach links gibt es ein Hotel. Vielleicht habe ich da mehr Glück. Suchen wir hier mal unser Glück. Erlaubt, Halleluja. Es sollte das erste von 2 Restaurants in ganz Schottland bleiben, wo ich Zuri mit reinnehmen durfte. Ich habe jetzt einen veganen Burger bestellt und ein Cappuccino und es sieht richtig lecker aus. Nicht das günstigste hier, aber ich bin froh, dass es endlich mal warm ist. Zuri chillt hier auch unterm Tisch. 1,5 Stunden hier. Es hat sich noch ziemlich gut abgeregnet. Wir hoffen mal, dass das jetzt erstmal fürs Erste war. Sogar ein bisschen Sonne gesehen. Hier, guck mal, blauer Himmel. Nicht so langlebig. Mal gucken, vielleicht reicht's für ein paar freie Minuten. Und hier gibt es irgendwo Hirsche. Sehen, da, seht ihr das? Die laufen einfach rum. Da, bei den Menschen. Vielleicht bin ich doch ein bisschen zu früh aufgebrochen. So nebelig wie das aussieht. Sieht das aus wie eine fette Regenfront. Sind echt alle nett, winken alle, machen die Daumen nach oben. Ich glaube, die sind sehr, sehr beeindruckt, dass man freiwillig bei den Regen Fahrrad fährt. Ich bin tatsächlich zu früh aufgebrochen, es regnet schon wieder, es schüttet. Würde ich mir überlegen, ob ich schon wieder Zuris Dach drauf mache. Eigentlich mag ich es nicht so, aber wir wollen dich auch nicht ganz nass machen, ne Zuri? Hoffentlich bleibt ihr mal ein bisschen, dass wir auch mal ein bisschen was sehen können. Boah, ich kann euch gar nicht sagen, wie glücklich ich bin, gerade die Sonne zu sehen. Seht ihr das? Alle Regensachen sind weggepackt. Selbst meine Regenhose. Ich könnte sogar in kurzer Hose jetzt fahren. Verrückt. Ich hoffe, das bleibt so. Aber es ist echt krass. Wir sind jetzt in Glencoe. Gott, ich bin noch so glücklich, dass die Sonne scheint. Ich kann euch das irgendwie nicht beschreiben.
Bergen, weiter an der Küste entlang. Irgendwo gibt es noch eine Fähre. Gucken, ob die jetzt noch fährt und auch, ob es nicht schon wieder anfängt zu schütten, weil dann suchen wir uns einen Schlafplatz. Unglaublich schön mit der Sonne. Wahnsinn. Jetzt zurück. Vielleicht können wir hier unter diesem Bäumchen warten. Das ist bestimmt nur so ein 5-Minuten-Regen. Ich habe mich jetzt entschieden, doch im Regen zu fahren, obwohl ich auch keine Regenkleidung anhabe, weil ich nämlich eigentlich heute noch die Fähre erreichen will. So eine ganz kleine. Ich habe keine Ahnung, bis wann die geht. Wir haben jetzt 7:15. Ich hoffe, dass sie bis 7 geht und dass ich das schaffe. Ich denke, ich bin so 2 Kilometer entfernt. Guck mal, bis 9:30 hatten wir Zeit. Easy. Und ist sogar kostenlos. Cool. Hallo Zürich. Hallo, 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 hallo. Wir fahren jetzt der Sonne entgegen. Yay. Hey, Schafe am Strand. Cool. Und auf der Straße. Wunderschön das aussieht. Schade ist immer nur, dass die ganzen Wiesen abgezäunt sind. Also müssen wir mal gucken, ob ich einen Schlafplatz finde. Unglaublich schön. Es ist kein Verkehr, weil niemand jetzt mehr abends die Fähre benutzt, weil die Gegend erkundet. Und hier wird es echt schwer reinzukommen. Und da hinten, ich weiß nicht, ob man das Ganze hinten sieht, wo die ganzen Bäume sind, das ist eigentlich eine Angler-Gegend, Area, was auch immer. Aber wir angeln ja nicht, von daher ist es eigentlich auch ganz gut geschützt vom Verkehr. Und ich denke, dass wir da schlafen werden. Wir gehen jetzt mal hier um die Kurve, gucken, ob es da ein bisschen flacher wird. Und zwar hier. Es ist relativ flach. Es sieht so aus, als ob das schon vor mir Radreisende benutzt haben. Eine gigantische Aussicht. Und wir sind nicht bei den Anglern, wo wir vielleicht nicht erlaubt sind. Wow. Oh, ich freue mich auf einen guten Schlafplatz. Ich mache gerade das Zelt auf, weil es ist eigentlich schon blauer Himmel, aber ich weiß nicht, wie ihr das seht, es gibt auch ganz schön viele schwarze Wolken. Ich weiß jetzt nicht, wer gewinnt. Aber es ist echt ein wunderschöner Platz. Schaut mal. In der nächsten Folge geht es spannend weiter. Unter anderem, Ich werde ein ernstes Wörtchen mit dem schottischen Wettergott haben. Die Restaurants sind ausgebucht, doch ein Traum wird wahr. Eine sehr kuriose Begegnung rettet uns die Unterkunft im Baucontainer. Und wir erkunden Knoydart, die letzte Wildnis Schottlands. bis zum nächsten Video.